3 starke Investments gibt's in diesem Video. Bleib also auf jeden Fall dran, wenn du schnell Coins machen willst. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an 3 Trading-Tipps. Ich sag mal so ab 10, 15k machen hier die ersten Sachen Sinn mitzumachen. Je mehr Coins, desto besser und desto schneller kannst du hier natürlich Coins rausholen. Und die Road to the Knockout Stage ist da. Team 1. Wir bekommen ja noch ein zweites Team und in diesem Video gibt es wie gesagt 3 Trading-Tipps, 3 Investments und das erste ist Trading mit diesen Road to the Knockout Stage Karten und da sind 2 Spieler, die ich relativ gut finde, 2 Mittelfeldspieler aus der Serie A, das sind Tonali und Vidal, denn dadurch, dass wir so viel Content bekommen haben in der Serie A im Moment und natürlich auch 2 super gute Informs schon mit Tonali und Barella in Form, sind diese beiden Karten relativ günstig. Sie haben aber vermeintlich gute Gegner, ich meine zum Beispiel Vidal mit Sheriff oder so, Inter, die haben natürlich schon den einen oder anderen Favoriten ganz schön geschockt, aber ich glaube mittlerweile sind diese großen Vereine darauf eingestellt. Das heißt, diese Karten kannst du heute am Sonntag kaufen nach den Squad Battle Rewards, wenn heute Abend Promo-Packs kaufen. Also kauft dann nicht einfach den günstigsten Tonali oder Vidal, sondern checkt zum Beispiel auf Footbin aus in der Market Sales History. Da kannst du ja mal draufklicken und die letzten Verkäufe sehen, gucken, was ist so der günstigste Preis, den ich erreichen kann. Und den würde ich wirklich versuchen zu bekommen und verkaufen. Dann auf jeden Fall am Dienstag vor den Spielen. Bonustipp hier ist Issa Diop. Er spielt in West Ham zu Hause gegen Genk. Ich denke, West Ham sind da die klaren Favoriten und dadurch, dass er so günstig ist, sehe ich da wenig Risiko. Vor allen Dingen kannst du mit dem Einkaufen ja auch noch warten, zum Beispiel auf die Rivals Rewards am Donnerstag. Da wirst du ihn dann Donnerstagvormittag sehr, sehr günstig erst snipen können und dann würde ich ihn direkt Donnerstagabend vor dem Spiel im Hype vorm Spiel verkaufen und darüber kannst du sicherlich dann am Donnerstag als Bonus nochmal so 2, 3, 4k pro Karte machen, wenn du wirklich super günstig einkaufst mit den Rewards. Zweite Investmentmöglichkeit, das heißt solche Karten wie Romero, wie Rafinha zum Beispiel, die sind gesunken, aber die könnten vielleicht ein bisschen steigen. Ich würde nicht sagen, dass wir hier alle mit reich werden oder so, denn diese Karten, dadurch, dass die so krass gesunken sind und auch viele Leute diese Karten bekommen werden, ist da jetzt nicht der große Boom. Aber ich sag mal Romero, ich sag mal Rafinha und ich sage auch Lozano aus dem jetzigen Team of the Week. Die kannst du sehr, sehr gut bekommen. Kauf die auch günstig ein, zum Beispiel heute nach den Squad Battle Rewards oder auch mit neuen Promo-Packs oder wenn abends viele Sachen geöffnet werden durch die Preview-Packs und guck auch hier günstig einkaufen und am besten direkt mit Positionswechsel und Champ-Style. Investment Nummer 3 und das sind Goldkarten SBC-Fodder. Mit jeder neue Runde Promo-Pack sinken die natürlich weiter. 84er kosten irgendwie unter 1,5k, sogar die aus den guten Nationen, aus den guten Ligen, wie zum Beispiel eine Piqué oder so als Innenverteidiger. Und die werden mit jedem neuen Preview-Pack, mit jedem neuen Promo-Pack weiter sinken, bis wir kontinuierlich solche SBCs wie die hier bekommen mit Elite. Denn die werden den Markt wieder steigen lassen. Und deswegen würde ich nicht alle meine Coins hier reinpacken und im Notfall 3 Wochen warten, bis die steigen, sondern ich würde hier die besten Karten jeweils einmal für den Verein holen. Noch mehr solcher und viele zusätzliche Trading-Tipps zum einfachen Nachkaufen mit Einkaufspreisen für PlayStation, Xbox und PC gibt es auch auf meinem Patreon-Discord. Zusätzliche Tipps on top zu YouTube. Erster Link in der Videobeschreibung. Werde Mitglied in der Trading Gang und komm auf meinen Discord. Ich mache dir gleich noch ein Team mit 84er, 85er. Dann kannst du gleich einfach Pause drücken und die kaufen vorher. Vielleicht ganz kurz mit Serge Gnabry, wie ich einkaufen würde. Ich würde wirklich gucken, heute, es waren die Squad Battle Rewards, es gibt heute Abend sicherlich Promo-Packs. Das sind alles gute Einkaufszeitpunkte. Und dann würde ich wirklich schauen, was ist der Preis, für den ich ihn einfach bekomme und dann diesen Preis nochmal versuchen zu unterbieten. Also Gnabry habe ich gerade gesehen bei Footbin, so 3,7, 3,8. Dann würde ich einfach probieren, unter 3,4 zu bleiben, über Snipes, aber auch über Gebote, damit du wirklich bei einer Karte vielleicht 200, 300 Coins sparst, sind bei 10 Karten auch schon wieder 3k und so läppert sich das natürlich. Das heißt, je mehr du pro Karte sparst, desto weniger Risiko und desto schneller kannst du mit Profit verkaufen, weil auch wenn jetzt 2, 3 SBCs kommen, wenn dann am nächsten Freitag wieder die Preise sinken mit neuen Promo-Packs, wir bekommen ja noch ein zweites RTTK-Team, dann hast du natürlich wieder das Risiko, dass die Karten wieder sinken, deswegen wirklich so günstig wie möglich kaufen. Fokus ist nur auf Karten, die zum Beispiel in der Champions League sind, so wie Fabinho von Liverpool, Hazard
von Real Madrid oder so. Also wirklich Karten, bei denen es jetzt wahrscheinlich ist, dass wir eine Spieler-SBC bekommen. Denn wenn man dann natürlich diesen Clubstock gemacht hat, das heißt, wenn du beispielsweise diese 11 Karten jeweils einmal kaufst, dann hast du natürlich alle Ligen abgedeckt, hast viele große Vereine abgedeckt und hast dann natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eben eine SBC dran kommt, mit der wir sofort Coins machen können und wo wir passende Anforderungen haben, dass unsere Karten sehr, sehr gut ansteigen. High-Rated-Karten, die werden natürlich auch im Laufe des Jahres weiter ansteigen, wenn wir Icon-SBCs bekommen, vielleicht ab Dezember, wenn wir höher-rated SBCs bekommen. Aber das ist noch nicht das, wo ich jetzt sagen würde, hau alle deine Coins da rein. Wenn du genug Coins rumliegen hast, kannst du die auch alle einmal kaufen, im Verein lassen. Das stören sie jetzt nicht. Wenn du noch nicht so viel Budget hast, würde ich die Coins lieber nutzen für diese anderen Trading-Möglichkeiten, damit du wieder schneller Coins bekommst. Weil in der Zwischenzeit, wo sonst deine 88er, 89er irgendwo rumliegen und die ganzen Coins gebündelt sind, kannst du das Budget natürlich nutzen, um noch mehr Coins zu machen. Bonustipp in diesem Video, und das sind die Non-Rares. Ich habe dazu ja auch schon ein Video gemacht zu dieser Low-Budget-Methode. Die verlinke ich dir hier. Und auch unter dem Video nochmal kannst du dir dann nach diesem Video anschauen. Und da ist es einfach so, dass wir gewisse Non-Rares, wie zum Beispiel ein Kelly Jury oder so, der kostet gerade 600, der kostet aber auch mal 800, die können wir einfach sehr, sehr gut für 350, 400 Coins erbieten und so unsere Coins verdoppeln. Und das ist natürlich insbesondere gut für alle Leute, ja, mit einem schmalen Geldbeutel, damit ihr diese Coins aufbaut. Denn dadurch, dass in FIFA 22 das Ganze so funktioniert, dass gerade die günstigen Karten immer weiter fallen und wenn ihr mit denen spielt, ihr natürlich auch Coins verliert. Ich sag mal so, alle Karten unter 100k, ist es halt so wichtig, schnell für Budget zu machen, dass ihr solche Trading-Tipps wie die UCL-Karten nutzen könnt, um damit dann wirklich kontinuierlich und schnell Coins zu machen. Hier verlinke ich dir nochmal die Low-Budget-Trading-Tipps. Eine super gute Möglichkeit, um eben dieses Budget zu bekommen. Abonniere den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.